1913 war ein Jahr bedeutender Ereignisse, die die Welt veränderten. Hier 3 der wichtigsten. 4. März. Woodrow Wilson wird als 28. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Wilson, ein Demokrat, löst den Republikaner William Howard Taft ab. Er verspricht Reformen im Finanzwesen, im Kartellrecht sowie im Bildungswesen. Seine Präsidentschaft wird jedoch vom Ersten Weltkrieg überschattet. 29. Mai. In Paris wird das Ballett Le Sacre du Printemps, zu Deutsch Frühlingsopfer, von Igor Strawinski uraufgeführt. Die Musik und die Choreografie sind revolutionär und provozieren das Publikum. Es kommt zu Tumulten im Saal. Le Sacre du Printemps gilt als eines der wichtigsten Werke der Musikgeschichte. 3. November. Henry Ford führt die Fließbandproduktion in seiner Automobilfabrik in Detroit ein. Diese Innovation revolutioniert die industrielle Produktion und ermöglicht die Massenproduktion von Automobilen zu erschwinglichen Preisen. Der Fordismus hat weitreichende Auswirkungen auf die Arbeitswelt und die Gesellschaft. Und dann gab es noch den 15. Januar. Aston Martin. 2 Worte, die bei jedem Automobilenthusiasten die Herzen höher schlagen lassen. Liegt es an den atemberaubenden Karosserien, die so elegant und sinnlich geschwungen sind, als hätte Michelangelo persönlich Hand angelegt, natürlich nur wenn er statt mit Marmor mit Stahl und Aluminium gearbeitet hätte? Oder ist es das unverwechselbare Brüllen der Motoren, dieses tiefe, kehlige Grollen, das jedem italienischen Opernsänger von Neid erblassen lässt? Vielleicht ist es aber auch einfach nur die Tatsache, dass James Bond, der ultimative Gentleman-Spion, diese Wagen zu seinen Dienstwagen erwählt? Was auch immer der Grund sein mag, Aston Martin steht für britische Automobilkunst vom Feinsten. Und wir erzählen heute die faszinierende Geschichte dieser Marke, von ihren bescheidenen Anfängen in einer kleinen Londoner Werkstatt bis zu ihrem Aufstieg in den Olymp der Automobilgötter. Unsere Geschichte beginnt im Jahre 1913, in einer Zeit, als das Automobil noch in den Kinderschuhen steckt. Pferdegespanne beherrschen die Straßen und die ersten motorisierten Kutschen stoßen auf Skepsis und Misstrauen. Doch 2 junge Männer, Lionel Martin, ein begeisterter Rennfahrer, und Robert Bamford, ein genialer Ingenieur, wagen es, gegen den Strom zu schwimmen. In einer kleinen Werkstatt, versteckt in den Gassen Londons, bauen sie ihren ersten Rennwagen. Sie nennen ihn Aston Martin, eine Kombination aus Lionels Nachnamen und dem ersten Hill Climb, einem berühmten Bergrennen, bei dem Lionel 1914 seine ersten Erfolge feiert. Doch der Weg zum Erfolg ist steinig und voller Hindernisse. Die frühen Jahre sind geprägt von finanziellen Nöten und einem ständigen Wechsel an der Spitze des Unternehmens. Es ist ein harter Kampf ums Überleben, ein ständiges Auf und Ab, angetrieben von der Leidenschaft der Gründer, aber auch gekennzeichnet von vielen Enttäuschungen und Fehlschlägen. Doch dann, im Jahre 1947, klopft ein Retter an die Tür von Aston Martin. David Brown, ein erfolgreicher Traktorfabrikant mit Benzin im Blut und einem Händchen für gute Geschäfte.
Kurzerhand greift er zum Telefon und für die damals fürstliche Summe von 20.500 Pfund wechselt Aston Martin den Besitzer. Brown erkennt sofort das Potenzial der Marke und investiert kräftig in neue Technologien. Er sichert sich die Rechte an dem legendären DOHC 6-Zylinder-Motor von Lagonda und engagiert talentierte Designer. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit lässt nicht lange auf sich warten. 1950 wird der DB2 präsentiert, ein Grand Tourer, der die Automobilwelt in Atemlosigkeit versetzt. Er ist schnell, er ist elegant, er ist einfach unwiderstehlich. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 190 km/h und einem Gewicht von knapp über einer Tonne ist er für seine Zeit ein wahrer Sprinter. Der DB2 ist nicht nur schnell, sondern auch ein echter Hingucker. Seine fließenden Linien und die elegante Silhouette machen ihn zu einem zeitlosen Klassiker. Im Inneren erwartet den Fahrer ein luxuriöses Ambiente mit edlen Materialien und handwerklicher Perfektion. Der DB2 ist ein echter Gentleman-Sportwagen, der sowohl auf der Rennstrecke als auch auf dem Boulevard eine gute Figur macht. Der DB2 ist der Beginn einer neuen Ära für Aston Martin. Er legt den Grundstein für den legendären Ruf der Marke, die für ihre Kombination aus Leistung, Luxus und Stil bekannt wird. Doch Brown ruht sich auf seinen Lorbeeren nicht aus. Er weiß, dass er ständig neue Innovationen und Verbesserungen braucht, um an der Spitze zu bleiben. (1953) präsentiert Brown den DB2-4, eine Weiterentwicklung des DB2 mit einer praktischen Heckklappe, die genügend Platz für einen Picknickkorb, ein paar Flaschen Champagner und die notwendige Ausrüstung für ein romantisches Wochenende bietet. Aber der DB2-4 hat noch mehr zu bieten als nur zusätzlichen Stauraum. Er ist auch schneller und leistungsstärker als sein Vorgänger. Unter der Haube arbeitet ein weiterentwickelter 6-Zylinder-Motor mit 140 PS, der den Wagen auf eine Höchstgeschwindigkeit von 193 km/h beschleunigt. Der DB2-4 ist ein echter Allrounder, der sowohl im Alltag als auch auf der Rennstrecke eine gute Figur macht. Er gewinnt zahlreiche Rennen und trägt maßgeblich zum wachsenden Erfolg der Marke bei. Aber bevor wir uns in den Annehmlichkeiten der restlichen DB-Serie verlieren, dürfen wir einen wichtigen Protagonisten nicht vergessen. Den DB3S. Dieser kompromisslose Rennwagen dominiert in den frühen 50er Jahren die Rennstrecken Europas und schreibt Aston Martin unvergesslich in die Annalen des Motorsports ein. Der Wagen repräsentiert eine radikale Evolution des DB2, konsequent auf den Renneinsatz ausgerichtet. Die Ingenieure reduzieren Gewicht und Fahrzeughöhe, optimieren die Aerodynamik und verbauen einen leistungsgesteigerten 6-Zylinder-Motor mit zwei oben liegenden Nockenwellen. Je nach Konfiguration leistet dieser Motor bis zu 210 PS und ermöglicht eine Höchstgeschwindigkeit von über 240 km/h. Mit diesem technischen Vorsprung erringt der DB3S zahlreiche Siege bei prestigeträchtigen Rennen wie der RAC Tourist Trophy, den 1000 Kilometern von Buenos Aires und den 12 Stunden von Sebring. Der DB3S. Kompromisslos auf Performance getrimmt. Er ist laut, unnachgiebig und fordert seinen Fahrern maximale Konzentration und fahrerisches Können ab. Doch gleichzeitig belohnt er sie mit einem unglaublichen Fahrgefühl und einer atemberaubenden Agilität.
kein Wunder, dass er von legendären Rennfahrern wie Stirling Moss, Peter Collins und Roy Salvadori pilotiert wird. Der DB3S ist ein wahrhaft ungezähmtes Biest. Er ist schwierig zu beherrschen, aber in den Händen eines erfahrenen Rennfahrers ist er praktisch unschlagbar. Er bringt Aston Martin zahlreiche glorreiche Siege ein und festigt den Ruf der Marke als Konstrukteur von Hochleistungssportwagen. Doch der wahre Geniestreich von David Brown ist der DB4, der 1958 auf den Markt kommt. Mit seiner von Carrozzeria Touring entworfenen Superleggera Karosserie, dünne Aluminiumplatten, die auf einem leichten Rohrrahmen befestigt werden, ist er ein Meisterwerk des Leichtbaus. Der DB4 ist nicht nur wunderschön, sondern auch unglaublich schnell. Sein 3,7 Liter Sechszylindermotor leistet 240 PS und beschleunigt den Wagen in nur 9 Sekunden von 0 auf 100. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei beeindruckenden 240 km/h. Der DB4 ist ein echter Meilenstein in der Geschichte von Aston Martin. Er setzt neue Maßstäbe in Sachen Design, Leistung und Fahrdynamik. Mit dem DB4 etabliert sich Aston Martin endgültig als Hersteller von luxuriösen Hochleistungssportwagen. Der DB4 ist der Inbegriff des britischen Understatements. Er ist kraftvoll, aber nicht protzig. Elegant, aber nicht übertrieben. Browns Ingenieure haben hier einen Wagen erschaffen, der sich sowohl auf kurvigen Landstraßen als auch auf der Autobahn zu Hause fühlt. Er ist präzise, agil und unglaublich schnell. Und dabei bietet er seinen Passagieren einen Komfort, der seinesgleichen sucht. (1963) kommt dann der Wagen, der Aston Martin für immer in die Annalen der Popkultur einschreiben wird. Der DB5. Dank eines gewissen Mr. Bond, Agent 007, wird der DB5 zum Inbegriff des coolen Geheimagentenautos. Ausgestattet mit ausfahrbaren Maschinengewehren, einem Schleudersitz, einem rauchentwickelten Ölsystem und rotierenden Nummernschildern ist er das ultimative Spielzeug für große Jungs. Aber der DB5 ist nicht nur ein Gadgetwunder, sondern auch ein echter Aston Martin. Er ist elegant, kraftvoll und unglaublich schnell. Mit seinem 4 Liter Sechszylindermotor leistet er 282 PS und beschleunigt in nur 7 Sekunden von 0 auf 100. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 233 km/h. Diese Werte plus die Bond-Gimmicks machen diesen Wagen zu einem Traumwagen, der sowohl James Bond selber als auch die Autofans auf der ganzen Welt begeistert. Der DB5 ist ein echter Star. Er ist nicht nur ein Auto, sondern eine Ikone. Er steht für Abenteuer, Luxus und britischen Charme. Und er hat Aston Martin endgültig auf die Weltkarte gebracht. Nach dem Erfolg des DB5 konnte die Marke ihren Siegeszug fortsetzen. Die DB-Reihe entwickelt sich stetig weiter. 1965 erscheint der DB6, der mehr Platz und Komfort bietet, ideal für die wachsenden Familien der Swinging Sixties. Mit einer Länge von 4,72 Metern und einem Radstand von 2,59 Meter bietet er ausreichend Platz für die ganze Familie sowie das Gepäck. Der Wagen ist aber nicht nur geräumiger, sondern auch aerodynamischer als sein Vorgänger. Sein Design ist elegant und zeitlos und sein Fahrverhalten ist noch komfortabler.
Der DB6 ist ein echter Grand Tourer, der lange Strecken zum Vergnügen macht. 2 Jahre später, 1967, rollt der DBS mit seinem kraftvollen V8-Motor vom Band. Den DBS könnte man als einen echten Muskelprotz im maßgeschneiderten Anzug beschreiben. Sein 5,3 Liter V8-Motor leistet 325 PS und beschleunigt den Wagen in nur 6,4 Sekunden von 0 auf 100. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 261 km/h. Der DBS ist ein echter Sportwagen, der mit seinem aggressiven Design und seinem kraftvollen Sound die Blicke auf sich zieht. Er ist der perfekte Wagen für alle, die Leistung und Luxus lieben. Eine Dekade später entwickelt sich der V8 Vantage zu einem Wolf im Schafspelz, der die Porsche 911 dieser Welt das Fürchten lehrt. Mit seinem 5,3 Liter V8 Motor leistet er 380 PS und beschleunigt in nur 5,3 Sekunden auf 100. Höchstgeschwindigkeit 274 km/h. Er ist der ultimative Ausdruck von Aston Martins Leistungsfähigkeit. Doch wie so oft im Leben folgt auf den Triumph der Fall. Die 80er und 90er Jahre sind eine dunkle Zeit für Aston Martin. Wirtschaftliche Turbulenzen und eine Reihe von unglücklichen Entscheidungen bringen die britische Marke an den Rand des Ruins. Trotz einiger Lichtblicke wie dem 1989 vorgestellten Virage, der mit seinen 5,3 Liter V8 und einer Länge von 4,75 Metern ein imposantes Erscheinungsbild bietet, kann Aston Martin nicht mehr an die glorreichen Zeiten der DB-Ära anknüpfen. Es sieht ganz so aus, als würde die Legende für immer von der Bildfläche verschwinden. Doch wie Phönix aus der Asche erhebt sich Aston Martin 1994 mit dem DB7 wieder zu neuer Größe. Dieser elegante Grand Tourer, gezeichnet von Ian Callum, versprüht den Charme der klassischen DB-Modelle, verpackt in einem modernen Gewand. Er ist ein Riesenerfolg und rettet die Marke vor dem sicheren Untergang. Endlich laufen die Produktionsbänder wieder auf Hochtouren und Aston Martin kann wieder mit den Großen der Branche mithalten. Mit fast 300 km/h Höchstgeschwindigkeit und einem Gewicht von nur 1780 Kilogramm ist der DB7 ein echter Sportwagen, der auch in Sachen Luxus und Komfort keine Wünsche offen lässt. Mit seinem 3,2 Liter Reihen-Sechszylinder-Motor, der später durch einen 5,9 Liter V12 ersetzt wird, bietet er eine beeindruckende Leistung. Aber der DB7 ist mehr als nur ein Sportwagen. Er ist auch ein Kunstwerk. Seine Linien sind fließend und elegant und sein Interieur ist luxuriös und komfortabel. Unter der Führung von Ford und später unter einer Gruppe von Investoren erlebt Aston Martin eine Renaissance. Der Vanquish, ein kraftvoller Sportwagen mit einem V12-Motor, der aus dem Rennsport stammt, setzt 2001 neue Maßstäbe in Sachen Performance und Design. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 306 km/h und einer Beschleunigung von 0 auf 100 in 4,7 Sekunden ist er ein wahrer Rennwagen für die Straße. Der Vanquish ist ein Meisterwerk aus Kraft und Eleganz. Seine muskulösen Formen und die aggressive Frontpartie lassen keine Zweifel an seinem Potenzial. Doch der Vanquish ist nicht nur ein brutaler Sportwagen, er ist auch luxuriös. Seine Passagiere erfahren höchsten Komfort und ein unvergleichliches Fahrerlebnis.
Stellen wir uns den Aston Martin DBS vor. Ein Wagen, der nicht einfach irgendein Aston ist, sondern der Aston. Man sieht ihn und denkt, ja, damit wäre ich James Bond. Obwohl die Chancen in einem Smoking in irgendeine Action verwickelt zu werden eigentlich bei Null liegen. Der DBS hat die Form eines Raubtiers, ein kraftvoller V12-Motor schlägt wie das Herz eines Löwen unter seiner Haube und jeder Zentimeter des Designs schreit förmlich nach Dramatik. Aber das Beste ist nicht nur das Aussehen, sondern wie er sich anfühlt. Ein Dreh am Schlüssel und der Motor erwacht mit einem Klang, der so mächtig und volltönt ist, dass er eine Schar Tauben auf dem Dach zum Aufsteigen bringt. Als hätte jemand gesagt, los, das ist ein ernstzunehmendes Fahrzeug. Dieser Motor ist natürlich nicht gerade das, was man als umweltfreundlich bezeichnen würde. Nein, er ist eher ein Dinosaurier im Zeitalter der E-Autos, aber ein extrem gut erhaltener, der bei jedem Gasstoß ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Natürlich könnte man die DBS als unpraktisch beschreiben. Der Kofferraum ist, naja, ein wenig knapp. Und die Rücksitze sind eher als Notlösung zu betrachten. Es sei denn, man transportiert eine Pizza und eine Packung Taschentücher. Aber wenn man ehrlich ist, ist das alles zweitrangig. Es ist wie bei einem sehr eleganten Anzug. Nicht für den Alltag, aber er sieht verdammt gut aus, wenn der Moment passt. Und dann ist da noch das Fahrgefühl. Dieses Auto liegt auf der Straße, als würde es förmlich daran kleben. Die Lenkung ist so direkt, dass man meinen könnte, sie wurde aus einem Rennwagen entliehen. In einer Kurve spürt man, wie der Wagen sich festkrallt wie ein Raubtier, das seine Beute im Griff hat. Der Aston Martin 177, ein Auto, das sich nicht mit Alltäglichkeiten abgibt. Es ist kein klassischer Aston Martin, der sich mit den James Bond Assoziationen begnügt. Nein, der 177 spielt eine Liga höher. Mit diesem Wagen will man nicht in einem Bond-Film auftreten, man will ihn schreiben. Die ultimative dramatische Verfolgungsjagd, die nie verfilmt wird, weil sie nur für absolute Träume existiert. Stellen wir uns den Moment vor, in dem der Motor startet. Ein monströser, handgefertigter 7,3 Liter V12 wacht auf. Es ist, als ob man den mächtigsten Vulkan auf dieser Seite des Sonnensystems entfesselt. Der Klang ist nicht nur ein Brummen oder Röhren, nein, es ist ein gewaltiges Crescendo, eine Klangwand, die einem klar macht, dass dieser Motor sich nicht mit halben Sachen abgibt. Bei 750 PS wird selbst die Bodenhaftung zur Verhandlungssache. Der 177 könnte wahrscheinlich problemlos den Mond umrunden, wenn er nur genug Sprit mitbrächte. Das Design? Nun, der 177 sieht aus, als wäre er direkt aus einem Science-Fiction-Museum entführt worden. Jede Linie, jede Kante ist so fein geschliffen, dass man meinen könnte, der Wagen wurde nicht gebaut, sondern in der reinen Vorstellungskraft eines verrückten Designers geschmiedet. Es ist eine Studie in Eleganz und Brutalität zugleich. Ein Kunstwerk, das man eher im Louvre als auf dem Asphalt erwarten würde. Tatsächlich hat Aston Martin nur 77 Exemplare gebaut, daher der Name. Auf der Straße fühlt sich der 177 an wie ein waschechter Exot. Ein Tier in einer Umgebung, die ihm fast zu klein ist.
Die Beschleunigung drückt einen förmlich in den Sitz und die Lenkung ist so präzise, dass man glaubt, das Auto würde die Straße geradezu lesen. Kurven meistert er nicht, er verschlingt sie. Jeder Zentimeter des Fahrzeugs schwingt und atmet mit Perfektion. Dabei wird einem klar, der 177 ist kein Auto für den normalen Autofahrer. Er ist ein Kunststück der Ingenieurskunst, das am besten von Enthusiasten gewürdigt wird, die in diesem Werk den ultimativen Ausdruck britischen Automobilwahnsinns erkennen. Dieser Überersten ist 354 km/h schnell. Es ist eine Zahl, die mehr mit einem Kampfjet als mit einem Auto zu tun hat. Man könnte meinen, dies sei bloß Angeberei. Aber nein, Aston Martin meint es ernst. Dieser Wagen ist dazu gebaut, wirklich schnell zu fahren. Schneller als man es je tun sollte und das in einem Maß, das Autobahnen wie Landstraßen wirken lässt. Kurzum, der Wagen ist mehr als ein Auto. Er ist ein Statement, eine der letzten Bastionen des mechanischen Vortriebs in einer zunehmend elektrifizierten Welt. Und ja, er ist nicht perfekt. Er schluckt Sprit, ist unglaublich laut und in den meisten Städten findet man nicht einmal Parkplätze, die ihm gerecht werden. Aber das ist alles egal, denn in einem 177 zählt nur eins: die unbändige Freude, Teil dieses einmaligen Moments zu sein, in dem Auto und Fahrer zu einer Legende verschmelzen. Der Aston Martin DB11. Das Auto, das den klassischen Charme der Marke in die Moderne katapultiert. Das hier ist nicht einfach nur die nächste Generation eines Aston. Der DB11 ist die elegante, sportliche Antwort auf die Frage, wie schafft man es, ein britisches Gentleman-Auto zu bauen, das gleichzeitig auch ein wahrhaft ernstzunehmender Sportwagen ist. Beginnen wir mit dem Herzstück, denn das ist buchstäblich und im übertragenen Sinne der springende oder vielmehr gesagt der nach vorne katapultierende Punkt. Ein 5,2 Liter Twin-Turbo V12, der satte 608 PS leistet. Ja, der Klang des DB11 ist ein brüllender Auftritt, aber nicht einer, der jedem ins Ohr schreit. Es ist eher ein wohltönender dunkler Bass, eine perfekt getimte Symphonie, die den Fahrer sofort daran erinnert, dass unter dieser Haube eine ernstzunehmende Kraft schlummert. Es gibt auch einen 4 Liter V8 für die, die es etwas zahmer mögen. Aber man fährt ja schließlich keinen Aston Martin, um zahm zu sein, oder? Die Höchstgeschwindigkeit des V12? Sagen wir einfach 322. Damit bewegt man sich in Regionen, in denen viele Sportwagen resigniert das Handtuch werfen. Und ja, das ist verdammt schnell. Der DB11 hat keine Lust auf halbherzige Fahrten. Er fordert die Straße geradezu heraus, sich ihm entgegenzustellen. Aber dank der ausgeklügelten Fahrwerksdämpfung wird auch eine abendliche Ausfahrt auf der Landstraße zum butterweichen Erlebnis. Dies ist ein Auto, das einem die Freiheit gibt, wahlweise zum Gentleman oder zum König der Straßen zu werden. Das Design des DB11? Ein wahres Kunstwerk. Die fließenden Linien. Die gewaltige Motorhaube, die sich wie eine Raubkatze über den Vorderreifen spannt.
und das charakteristische Aston Martin Heck, das einen beim Einsteigen daran erinnert, dass man nicht einfach nur ein Auto besitzt, sondern ein Stück purer Stilgeschichte. Der DB11 ist also weit mehr als nur eine Sportlimousine. Er ist ein Biest mit Manieren. Ein Fahrzeug, das ebenso sehr auf dem roten Teppich wie auf der Rennstrecke zu Hause ist. Ein Aston für eine neue Generation, der zeigt, dass britischer Stil und ernsthafte Leistung in perfekter Harmonie existieren können. Man kennt die Geschichte. Eine Marke, die wie ein exklusiver Club für echte Enthusiasten wirkt, biegt plötzlich auf den SUV-Weg ab. Meistens endet das so, als würde man ein Restaurant mit Michelin-Stern zwingen, Fastfood zu servieren. Aber der Aston Martin DBX ist anders. Dieses Auto hat nicht nur das Konzept des Luxus-SUVs verstanden, es hat die Regeln neu geschrieben. Man kann SUVs normalerweise auf den ersten Blick erkennen. Groß, klobig, funktional. Der DBX sieht nicht danach aus. Er wirkt wie ein Gentleman, der zum Ball eingeladen wurde und dabei beschlossen hat, alle anderen zu übertrumpfen. Die Linien sind so fließend, dass man fast vergisst, dass das Ding höher als ein DB11 ist. Und dann ist da dieser Grill, gigantisch, dramatisch und absolut unverkennbar. Es ist nicht einfach nur ein Aston Martin. Es schreit Aston Martin. Drinnen ist der DBX wie ein Designeranzug, der zufällig mit 4 Türen geliefert wurde. Überall feinste Materialien mit Liebe zum Detail verarbeitet. Aber hier ist der Clou. Es fühlt sich nicht steif oder so förmlich an. Der DBX lädt ein, sich hier reinzusetzen, eine lange Straße zu suchen und einfach loszufahren. Der Stauraum ist riesig. Falls man auf die Idee kommt, spontan nach Monaco auszuwandern, ist Platz für alles da. Aston Martin hat etwas getan, das Traditionalisten möglicherweise in Schnappatmung versetzt. Sie haben AMG angerufen. Das Ergebnis? Ein 4 Liter V8 mit Twin-Turbo-Aufladung, der 550 PS auf die Straße bringt. Das ist mehr als genug, um einen wirklich schweren Anhänger, 2 Pferde oder sagen wir mal den Rest der SUVs auf dem Highway zu beschämen. Der Klang? Brachial. Beim Anfahren ein gerollender Donner, beim Beschleunigen ein Sturm. Und hier wird es verrückt. Ein SUV ist normalerweise so agil wie ein Kühlschrank auf Rollen. Nicht aber der DBX. Die Ingenieure von Aston haben ihnen ein Fahrwerk verpasst, das sich anfühlt wie bei einem Coupé. Man vergisst fast, dass man in einem SUV sitzt, wenn man durch Kurven schießt. Und das sollte eigentlich nicht möglich sein. Der DBX ist kein typisches SUV. Er ist ein Aston Martin, der zufällig Platz für den Familienhund, das Golf-Equipment und das Gepäck für ein Wochenende in St. Moritz hat. Und er ist ein Beweis dafür, dass man ein SUV bauen kann, ohne seine Seele zu verkaufen. Natürlich, er ist teuer. Aber mal ehrlich, wenn man ein Auto mit diesem Stil, dieser Leistung und diesem Namen will, ist der Preis eine reine Fußnote. Der DBX ist Aston Martin in seiner rebellischsten Form. Ein Auto, das den SUV-Trend auf die eigene Art interpretiert. Laut, luxuriös und ein bisschen verrückt.
Der Aston Martin Valkyrie ist der Moment, in dem der Knopf mit der Aufschrift absoluter Wahnsinn gedrückt wurde. Mit einem Auto wie dem DB11 ist man vielleicht der Gentleman Racer, aber der Valkyrie? Er ist ein Raketenantrieb in Straßenbekleidung, der von der Zusammenarbeit mit Red Bull Racing und der F1-Genie Adrian Newey lebt. Der Valkyrie ist keine bloße Weiterentwicklung des ersten Stils. Er ist eine Revolution. Im Herzen dieses Monsters schlägt ein 6,5 Liter V12, entwickelt von Cosworth, der allein schon mit 1000 PS absurd viel Leistung bringt. Und dann kommt noch ein Hybridsystem hinzu, das die Gesamtleistung auf sage und schreibe 1160 PS katapultiert. Das ist mehr als die meisten Rennwagen je auf die Straße bringen würden. Und der Valkyrie darf damit legal auf die Straße. Was macht man mit so viel Power? Nun, man kann theoretisch die 100 km/h in unter 3 Sekunden erreichen, aber das ist fast Nebensache. Der Valkyrie ist auf pure Geschwindigkeit ausgelegt, eine Geschwindigkeit, die bei über 350 km/h gipfelt, wobei er im Grunde als straßentauglicher Le Mans Prototyp durchgeht. Und das Design sieht aus, als hätte man den Luftstrom und die Physik gefragt, wie ein Auto aussehen müsste, um den größtmöglichen Anpressdruck zu erzeugen. Jeder Flügel, jede Kurve und jeder Luftkanal dient einem einzigen Zweck: diesem Auto die Bodenhaftung eines Formel-1-Wagens zu geben, während es mit irrsinniger Geschwindigkeit über die Strecke schießt. Der Innenraum? Minimalistisch und renntauglich. Wer hier Luxus und Komfort sucht, ist im falschen Auto. Der Valkyrie hat keinen Platz für Spielereien. Die Sitze sind auf den Boden geschraubt und das Lenkrad sieht aus, als hätte es einen Pitstop zu viel mitgemacht. Fahren ist beim Valkyrie kein Zeitvertreib, sondern ein Erlebnis, das Herz, Verstand und Adrenalin in einen aufwühlenden Mix verwandelt. Man spürt jede Faser des Asphalts. Jedes bisschen Geschwindigkeit wird direkt in die Nervenenden geleitet. Der Valkyrie ist nichts für schwache Nerven. Es ist ein Auto, das man erleben muss. Ein Biest, das Aston Martin in die Zukunft katapultiert und dabei alle Grundsätze des guten Benehmens in der Garage gelassen hat. Aston Martin hat es geschafft, sich immer wieder neu zu erfinden, ohne dabei seine Wurzeln zu vergessen. Die Marke steht für zeitlose Eleganz, kraftvolle Performance und handwerkliche Perfektion. Jeder Aston Martin ist ein Unikat, gebaut mit Liebe zum Detail und der Leidenschaft für das Besondere. Und solange es Menschen gibt, die von schönen und schnellen Autos träumen, wird Aston Martin seinen Platz in der Automobilwelt haben.